Das ist halt so unfassbar dämlich. Damit kannst du es auch wirklich begründen, warum Jester so trash ist. Ich habe noch nicht mal... Ich meine, gut, okay, es gibt noch die FEC-Buffs. Aber es gibt noch nicht mal bei mir im Equipment den Set-Effekt vom Ultimate Jewelry Set, der nochmal 10% Crit-Rate gibt. Also würde ich sagen, gleicht sich das dann aus, I guess. Und obwohl ich den nicht habe ich dafür natürlich die ganzen anderen FEC-Vorteile, okay. Aber ich meine, ich bin bei 128 Crit-Rate, das heißt, man kann sagen, jeder Jester, der, sag ich mal, Best in Slot Gear hat wahrscheinlich Minimum 120 Crit-Rate, egal wie man es dreht und wendet, vermutlich mehr. Und das heißt, du hast einfach 20 Crit-Rate, die dir nichts bringt, aber Crit-Rate ist ja eigentlich ein sehr guter Wert, den man auch mehr oder weniger 1:1 austauschen könnte, oder lass es auch 2:1 sein, gegen sowas wie Angriffskraft, Crit-Schaden, solange man halt nicht bei 100% Crit-Rate ist, könnte man wahrscheinlich so argumentieren. Oder halt je nach Klasse, ist ja auch nicht bei jeder Klasse gleich wahrscheinlich. Und das heißt, wenn sie das ändern würden... Also ich verstehe auch nicht, warum du von Bloody Jojo ohne Crit-Rate auf Crystal Jojo gehst mit... ich meine, gut, okay, ich habe einen recht hohen Roll bekommen tatsächlich mit 28,9 von 29,5. Aber ich meine, selbst bei 18%, selbst bei 11% weniger wäre ich immer noch 20 drüber. Und das ist halt bei Ranger auch einfach nur so unfassbar dämlich. Und das ist so ein klassischer Fall von... Sie haben zwar damals gesagt, dass sie die Dinge besser machen werden als FlyFPC, aber es ist einfach 1:1 der gleiche Kack wie bei FlyFPC. Klassen, die am Anfang die Crit-Rate brauchen, weil sie sonst irrelevant sind, aka Jester Ranger, haben irgendwann den Punkt erreicht, wo sie immer 100% Crit-Rate haben, kriegen aber trotzdem immer mehr Crit-Rate und alle anderen Klassen brauchen ewig, bis sie 100 Crit-Rate erreichen. Profitieren also länger davon, profitieren mehr davon und Jester und Ranger kriegen es auch immer mehr in den Arsch geschoben, brauchen es aber überhaupt nicht mehr und profitieren quasi gar nicht mehr davon. Also wirklich unfassbar dämlich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte 20 oder sogar 28% mehr Crit Damage, das wäre schon heftig. Also das wäre nicht nur heftig, das wäre richtig heftig. Das würde ihnen auf dem DPS-Chart auf jeden Fall gut helfen, dem Jester und dem Ranger natürlich auch. Bleibt nur die Hoffnung, dass sie das bei dem Update berücksichtigen, weil wenn sie das nicht tun, dann bin ich froh, dass ich nie wieder in meinem Leben Jester spielen werde. Nach diesem. Weil das ist wirklich hirnrissig. Ich hoffe, das berücksichtigen sie. Wäre halt nice, wenn die beide, Jester und Ranger, oder theoretisch jede Klasse, so Umwandlungsbuffs bekommt ab Third Job. Dass es bei Third Job integriert ist, dass du dir, oder, naja, nicht dass du dir, sondern dass die Stats einfach automatisch umgewandelt werden. Cast Time ab 200 wird umgewandelt in magische Kraft. Und Crit-Rate wird umgewandelt in Crit-Damage. In einem gewissen Verhältnis, das Sinn ergibt. Und was gäbe es noch? Eigentlich nur Cast Time und Crit-Rate, alles andere ist nicht gecapped. Also zumindest von den Angriffswerten. Verteidigungswerte sind gecapped, aber gut, ich meine, dass Blockrate nicht in HP umgewandelt wird, ich meine, gut, das kann man wohl akzeptieren, I guess. Ja. Naja, bei den Verteidigungswerten wird das jetzt gleich nicht so viel Sinn ergeben, beziehungsweise bei den Verteidigungswerten wäre es deutlich komplizierter. Ich meine, da könnte man auch argumentieren, dass wenn jemand Full Dex geht und maximale Ausweichrate, maximale Blockrate hat, schon bei, was weiß ich, 200-300, er hat aber 600 Dex, könnte man auch argumentieren. Aber das wäre dann wahrscheinlich zu heftig, dann würden sie Ranger zu krass buffen. Dann hättest du irgendwann einen Ranger, der Full Damage ist, ultra viel HP hat, sau viel Schaden macht, maximale Ausweich- und maximale Blockrate. Das wäre dann ein absolutes Monster. Aber auch irgendwie verdient. Aber auch irgendwie verdient. Ich meine, das ist Ranger seit fast 20 Jahren Trash, vom DPS her vor allem. Er hätte es eigentlich verdient, dass er mal eine Weile broken ist. Aber viele Leute sagen ja, dass Ranger voll stark ist.
Von dem her werden sie es eh nicht machen. Ich habe by the way wieder die Flares-Buffs vergessen, ne? Sagen viele das? Voll oft. Immer wenn du über Jester oder Ranger herziehst, außer jetzt gerade, ausnahmsweise mal nicht, aber oftmals, wenn du über Jester oder Ranger herziehst und sagst, wie trash die sind, kommt immer mal wieder einer, der sagt, nö, ist die stärkste Klasse im Game, so ungefähr. Also bei Ranger, bei Jester hat das noch nie jemand gesagt. Bei Jester hat das noch nie jemand gesagt, aber bei Ranger sagen immer wieder so Leute, nö, ist mit Abstand die beste Klasse im Game. Ist übel broken und so.